Ein herzliches Hallo, guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit, nach weit über einem Jahr. Es geht endlich wieder auf große Fahrt. Ich weiß, viele von euch haben sich das gewünscht und ja, wie gesagt, mein letztes Jahr war familiär bedingt ein bisschen turbulent und da stand mir auch der Kopf nicht nach und Norbert hatte viel um die Ohren und wir konnten ja, Dinge nicht so langfristig planen, wie wir wollten. Und nach der Tour mit der World Europa, wo ich auch so krank geworden war und allem, da waren wir auch ein bisschen, ja, wir brauchten mal ein bisschen Abstand von den Weltmeeren, sagen wir es mal so. Aber jetzt nach über einem Jahr hat man dann doch wieder Lust, mal was zu erkunden, was zu entdecken. Und heute geht es so auf das, ja, auf das krasse Gegenteil der MSC-Flotte, auf die MSC Sinfonia, eins der kleinsten Schiffe von MSC und auch eins der ältesten. Ich glaube, es ist das drittälteste Schiff oder so von MSC. Aus der Lyrica-Klasse und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich kenne die Klasse schon, aber das erkläre ich euch alles später dann in Ruhe. Ich muss jetzt noch mal ganz schnell ins Badezimmer und dann ist auch schon wieder Zeit, mit Norbert zu treffen, weil wir haben gesagt, wir wollen es mal wagen, hier von unserem Hotel in Piräus aus, ob wir das Cruise Terminal zu Fuß erreichen können und wie lange wir dafür brauchen, auch um euch mal diese Info zu geben, weil es kursieren viele Gerüchte und sagen alle, das ist ganz furchtbar weit weg und man kann das nicht erreichen oder nur schwer erreichen. Und wir haben auch erst gedacht, wir fahren mit dem Taxi, aber wir haben jetzt noch eine dicke Stunde bis zu unserem Check-in, bis unser Check-in anfängt, wohl bemerkt. Und dann haben wir gesagt, komm, das können wir einfach mal riskieren, einfach mal ein Stück zu laufen. Und wenn wir gar nicht weiter wissen, dann müssen wir uns dann eben ein Taxi besorgen. Und schauen wir mal, ich hoffe, ihr seid mit dabei, wie wir jetzt den Hafen finden und wie wir dann ja hoffentlich unkompliziert auf die MSC Sinfonia kommen und ein neues Schiff erkunden. Nach dem Intro starten wir rein. So, und einmal kurz ein Shot mit dem Handy dazwischen geschoben, weil ich meine Kamera jetzt im Hotel gelassen habe, weil wir nur schnell auf einen Kaffee gehen wollten. Ja, hier direkt die Ecke rum ist eine Bäckerei, Cappuccino und hier zwei so Sachen, die sind riesig, die Teile. Dieser Kringel, der ist mit Feta, das andere ist ein Schokobrötchen. Ich habe noch nie so ein riesen Schokobrötchen gesehen. Und das alles zusammen für 6,30 € mit Cappuccino und allem. Ja, das lohnt sich für so einen Happen auf die Hand eigentlich mehr wie dieses kleine Buffet im Hotel. Kann ich nur empfehlen. So, also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde gelatscht, sind einmal falsch abgeschwenkt. Wenn ihr zu Fuß geht, ihr müsst euch immer der Hauptstraße hier lang halten. Und dann geht nachher so eine Verzweigung, da geht es rechts runter. Da ist Cruise Terminal A. Das ist, wenn euer Schiff im Cruise Terminal A Gate 11 liegt. Dann müsst ihr da runter. Und ansonsten müsst ihr so halb links geht so eine Umgehungsstraße dran vorbei. Nicht direkt an den Häusern und nicht direkt am Hafen runter, sondern genau dazwischen. Die geht dann über so eine Brücke, über eine Kurve da runter. Und da kommt ihr dann weiter zum E12 Cruise Terminal B. Ja, und wie ihr seht, hier unmittelbar vor dem Cruise Terminal B ist eine große Endstation für Busse, unter anderem Bus 831 hält hier, aber scheinbar auch ein paar andere. Leider Fahrpläne aushängen, ja, ist hier nicht so. Aber ja, also man kann hier auch mit dem Bus hinfahren. Ich habe im Internet gelesen, zum Cruise Terminal würde kein Bus fahren, aber auch das haben wir mal wieder widerlegt. Hier steht alles voll mit Bussen. Hier kann man also auch mit dem Bus hinfahren. Ja, da wären wir. Da liegt sie vor uns, MSC Sinfonia. Ja, war dann doch ein ganz schöner Fußmarsch. Was sagt die Uhr jetzt? Ich gucke mal drauf. Moment, jetzt muss ich die Kamera noch offen. Es ist jetzt 10:37 Uhr. Wir sind um 9:10 Uhr losgegangen.
Ja gut, wir hatten zwischendurch, ich war noch kurz in einem Geschäft drin gewesen, wir hatten an einem anderen Geschäft noch geguckt und wir haben uns einmal verlaufen. Also, aber ja, selbst wenn man stramm läuft, eine dicke Stunde läuft man. Wenn ihr halbwegs leichtes Gepäck habt, ihr seid gut zu Fuß und allem und noch etwas jünger, dann kann man das machen. Wenn ihr jetzt sagt, wir sind schon ein bisschen älter, uns macht das ein bisschen mehr Mühe oder wir haben viel Gepäck für eine lange Reise dabei, ja, nicht hören, was der sagt, so alt ist der noch nicht, der sieht nur so alt aus. Ja, oder wenn ihr Kinderwagen dabei habt oder kleine Kinder oder so, dann entweder gucken, ob ihr diesen Bus findet, der hier rauf fährt. Wie gesagt, Fahrpläne hängen da nicht wirklich, aber da kann man sich ja vielleicht mal erkundigen, ob dieser 831er hinten von Piräus vom Bahnhof kommt. Und ja, ansonsten dann eher mit dem Taxi. Aber ja, wir haben es jetzt geschafft. Wir müssen jetzt rein, weil bis 11 Uhr ist unsere Eincheckzeit. Da sollten wir uns jetzt mal sputen. Und Einschiffungsprozedere überstanden. Hier steht sie vor uns, die MSC Sinfonia. Ja, es war etwas chaotisch. Man konnte nicht sehen, hinter uns war eine ältere Dame, ich weiß nicht, eine Amerikanerin oder was. Die wollte zurück zum Schiff, die war schon Gast. Und ja, ich sag nochmal, ist da ein Schild Back to Ship für die Leute, die schon Gäste sind. Die stand nämlich bei uns in der Schlange. Ja, da hätte man so rechts an der Schlange vorbeihuschen müssen. Da war dann die Anstelllinie nur für die Security Control. War aber auch nicht so richtig ausgeschildert. Sicherheitsdurchleuchtung ist eine einzige Straße besetzt. Die zweite ist besetzt für Leute, die von Land zurückkommen. Da kommt natürlich jetzt kein Mensch. Du musst aber nicht meinen, dass die in der zweiten Schlange dann mal anfangen, hier die eingecheckten Gäste mit zu kontrollieren. Nee, die stehen tatenlos rum und sind in der Nase am Bohren. Also ja, man könnte sich überarbeiten, ne? Ja, hat dann alles ein bisschen länger gedauert, wie man gewohnt ist, aber es war jetzt nicht katastrophal, weil die Schlange war auch nicht besonders lang und war alles im Rahmen. Jetzt, denke ich, sind wir gut in der Zeit, können jetzt an Bord gehen. Wir haben wohl noch keine Bordkarten, keine Ahnung, wo MSC die jetzt ausgibt. Bei Costa lagen die ja immer auf der Kabine rum. Was jetzt hier ist, vielleicht machen die das jetzt auch so, das ändert sich ja immer alle Footlangs. Das müssen wir jetzt auch erstmal in Erfahrung bringen. Hallo liebe Fans von Michas Reisefieber zu einer ganz kurzen Werbeunterbrechung und einer freundlichen Erinnerung von mir an die Verfügbarkeit des Michas Reisefieber Merch. Da gibt es einmal den kleinen Kissenbezug, circa 42 x 42 cm, ideal für ein kleines Sofakissen oder ein kleines Kuschelkissen auf dem Bett. Oder das Michas Reisefieber Schlüsselband, das ihr ja auch wunderbar benutzen könnt, um zum Beispiel eure Cruise Card auf der nächsten Kreuzfahrt dran zu befestigen. Dann zeigt ihr auch auf den Weltmeeren eure Loyalität zu meinem Channel. Das würde mich natürlich super freuen. Norbert und ich haben es ja auf der letzten Reise schon vorgemacht. Dann gibt es noch den besonders günstigen Schlüsselanhänger in Acryl mit dem runden Michas Reisefieber YouTube-Logo drauf. Oder für alle, die es ein bisschen luxuriöser mögen, jetzt wieder verfügbar der Metallschlüsselanhänger in Schiffsform. Ja, ich hoffe, da ist für jeden etwas bei und ja, wenn ihr Lust habt, den Kanal damit etwas zu unterstützen, dann schickt mir doch einfach mal eine Mail an admin@michasreisefieber.de und ich schicke euch dann die aktuelle Liste der verfügbaren Artikel und alle weiteren Informationen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe und Unterstützung und damit zurück zum Video. So, und wir sind an Bord. Ihr seht ein Kreuzfahrtschiff mit nur 4 Decks. Nee, nicht wirklich. So, und jetzt sind wir auf Deck 8 und schauen uns mal um. Also Kabinen sind wohl schon fertig, hat man uns gesagt. Und unsere Cruise Cards finden wir in der Kabine. Ja, das sieht doch hier schon die richtige Richtung aus. Welche Nummer hast du? Ich
meine auch sowas. Das wäre dann in die Richtung. 8.185, ja, und wie so was. Dann gehen wir erst zu Nobby. Ja, Moment, wo habe ich denn jetzt den? And the one and only Norbert öffnet seine Bude für uns. Wenn er denn könnte, die ist ins Schloss gefallen. Und da die Karten innen sind, muss der sich jetzt einen Kabinensteward hier holen. So, wir sind da. Ja, wir haben natürlich wieder in alle Hundehaufen getreten, wo man reintreten kann. Norbert kriegte die Tür nicht auf. Da haben wir hier einen Kabinensteward geholt, aber die haben hier so ein Papierchen, so ein Kärtchen an der Tür hängen. Da ist die Cruise Card drin. Ja, das muss man natürlich auch erstmal wissen. Ich schlafe heute Nacht hier. Hier, also, ja, warum auch nicht. So, gefühlt ist es hier drin 28 Grad, also, ja, sieht doch alles ganz nett aus. Ja, Kabinenrundgänge machen wir natürlich separat. Auf wie viel Grad waren eingestellt? Bis hier oben. Bis zum Anschlag aufgedreht. Ja, toll. Ja, Leute, wir leben uns ein bisschen ein. Wie gesagt, Kabinenrundgänge machen wir separat. Und ja, und dann hoffen wir, dass wir eine tolle Reise haben werden hier an Bord. Ach, wir haben sie schon eine Porsche hier hingestellt. So, wir sind jetzt im Anflug auf meine Kabine. Und da wären wir, ja, 8003. Ja, und ihr werdet euch vielleicht wundern, wieso ist hier die Außenseite und der hat eine Außenkabine auf der Seite. Ja, das seht ihr jetzt, wenn wir drinnen sind. War ich zu schnell? Ja, jetzt. Und zwar ist das die letzte Kabine in der Reihe. Ja, da ist hier auf der Innenseite ein Fenster nach außen. Also theoretisch könnte man sagen, es ist eine Balkonkabine, die ist nur kein Ausgang da. Ja, also, ja, ich frage mal den Filipino, vielleicht kann der mir hier eine Tür einbauen. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe es geschafft. Ich bin in der nächsten Stufe gelandet. Voyagers Club Gold Mitglied bei MSC. Ja, nach so viel Reisen, die ich mit denen hier schon gemacht habe. Ja, insgesamt, ja, Kabinenausstattung sieht sehr ähnlich aus wie bei Norbert. Hier ist, glaube ich, ein bisschen anderes Holz verbaut. Könnte was heller sein. Aber insgesamt würde ich mal sagen, geht das hier ganz in Ordnung. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht allzu oft hier Leute vorbeilaufen. Aber ja, so an sich hier mal nach hinten raus eine Außenkabine, ja, das ist auch mal was. Guck mal hier, ich habe den Blick hier jetzt über den ganzen Hafen von Piräus. Mal gucken, ob Lolita mich auch besuchen kommt hier. Ja, wie gesagt, auch hier Kabinenrundgang später. Und ja, ich lebe mich jetzt auch erstmal ein bisschen ein. Dann muss ich mit Norbert ja den obligatorischen Cappuccino, das erste Getränk an Bord, trinken. Und dann kann die Kreuzfahrt starten. Jo. Ja, und wie immer erkläre ich es euch bei jeder Kreuzfahrt. Wenn ihr das noch nicht im Vorfeld online gemacht habt, dann könnt ihr an diesen Terminals hier eure Kreditkarte mit eurer Cruise Card verknüpfen und dann werden alle Zahlungen automatisch abgebucht am Ende der Reise. Das ist die praktischste Variante. Alternativ habt ihr hier die Möglichkeit, Bargeld einzuzahlen. Ist der für Bargeld? Ja, das sieht fast so aus.
war gerade am gucken, weil manchmal kann man hier auch, ja, der ist für Bargeld. Manchmal gibt es das auch nochmal für irgendwelche EC-Karten aus den Ländern, wo die Kreuzfahrtgesellschaften herkommen, aber das ist jetzt für Bargeld. War ich richtig. Also wenn ihr keine Kreditkarte habt oder keine einlesen wollt, dann könnt ihr hier auch ein Bargelddeposit einzahlen, dann könnt ihr eure Cruise Card nutzen. Ihr müsst dann am Ende aber wieder eine Endabrechnung machen und müsst dann eventuell nachzahlen oder kriegt eine Rückzahlung. Und ja, zum Ende einer Reise, gerade wenn ihr an einem Hafen einsteigt, wo eben viele Passagiere wechseln, dann ist das so, dass dann in der Regel da recht viel Betrieb ist an dem letzten Tag. Und von daher empfehle ich immer nach Möglichkeit, nehmt eine Karte, dann seid ihr da sorgenfrei. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, euch ja die Szene von unserem ersten Cappuccino zu zeigen. Dafür kriegt ihr jetzt unseren ersten Kardinal Mendoza zu sehen. Irgendwie haben wir das verpennt eben mit dem Cappuccino, aber ihr könnt uns glauben, wir haben ihn getrunken wie üblich. Ja, wir konnten ihn diesmal nicht in der Atrium Bar trinken, weil hier gibt es keine. Der riecht gut. Das ist was Feines. Das sind die einzigen Gäste. Ja, und wie ihr seht, die sind hier gerade an den Rettungsbooten am Warten oder Reparieren. Die fahren jetzt hier immer dran vorbei. So, und wir gehören zu den Glücklichen. Wir haben es geschafft, einen Tisch im Buffet zu finden. Ja, das ist auch hier nicht so einfach. Aber ja, wir sind jetzt auch zu der Spitzenzeit da. Es ist jetzt so nach 14 Uhr. Die kommen jetzt alle von Land wieder scheinbar. Ja, aber einen schönen Ausblick haben wir hier. Tisch am Fenster. Und eine kleine Auswahl hier vom Buffet. Mal gucken, was das ist und wie das so schmeckt. Ja, auf jeden Fall ist es hier jetzt im Buffet schon wieder gut besucht. Ach Leute, das war jetzt gerade auch wieder spannend. Hier waren auch wieder die absoluten Organisationslegastheniker am Werk. Ja, wir waren dann ja noch was essen gegangen oben im Buffet. Da war es aber gerade rappelsvoll. War aber auch schon so im Tagesprogramm angekündigt, dass zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr die Hauptverkehrszeit wäre im Restaurant. Ja, und wir haben aber trotzdem relativ schnell noch einen Tisch gefunden. Und ja, Essen war so, ging so. Ich hatte einen Reissalat mit Thunfisch und Zwiebeln und Bohnen. Der war sehr, sehr lecker. So die warmen Sachen waren jetzt nicht so mein Geschmack, aber das ist ja immer Geschmackssache. War auch nicht so viel Auswahl, weil das Buffet ist nicht so wahnsinnig groß. Gut, das ist halt so der Tatsache geschuldet, dass es halt ein etwas kleineres Schiff ist. Aber ja, wie gesagt, ich kenne die Harmonia noch, das ist ja ein Schwesterschiff hiervon, noch vor der Verlängerung aus 2013. Und selbst da waren die Plätze schon relativ knapp in dem Buffet-Restaurant, und für meine Begriffe ist das Ding jetzt nicht eben größer geworden. Und wenn du dann mal eben jetzt ja ein paar hundert Passagiere mehr lädst, dann wird es natürlich schnell kuschelig da drin, ne? Es ging aber, wie gesagt, wir haben was gegessen und dann
wollten wir eigentlich schon zur Kabine. Ich sage, ach komm, lass noch mal über Deck 6 gehen. Ja, und wir kommen auf Deck 6 an, da stehen die vorm Theater mit ihren Warnwesten. Ja, in 15 Minuten ist Rettungsübung. Es liegt hier nirgendwo was aus, im Tagesprogramm steht nichts. Hier ist keine Sonderinfo für die neu angereisten Gäste. Beim Check-in wurde uns nichts gesagt. Und ja, dann war um 2:45 haben wir dann zufällig halt festgestellt, okay, in 15 Minuten ist Rettungsübung, sind wir direkt da geblieben. Dann kam dann 5 Minuten später mal eine Durchsage, dass in 10 Minuten Rettungsübung ist. Ich meine, jetzt musst du dir vorstellen, du bist jetzt an Bord gekommen, sitzt jetzt schon irgendwo im Jacuzzi oder im Pool und dann kommt eine Durchsage, in 10 Minuten ist deine Rettungsübung. Dann hat es auch noch eine ganze Zeit gedauert, bis es dann wirklich losging. Was ich, sag ich mal, dann auch komisch fand, vor allem, weil es wurde auch kein zweites Mal, wurden die Leute nicht ausgerufen oder so, dass die jetzt noch fehlten oder so. Ja, und dann ging das los, dann waren 3 Leute da vorne, der eine Herr, der sprach eine Vielzahl an Sprachen, der fing halt mit Englisch an, dann kam Deutsch, ich glaube, dann sprach er noch Italienisch und Spanisch und Französisch. Dann war eine Dame, die war nur für Portugiesisch und eine Dame, die war nur für Russisch da. Die reichten dann immer das Mikrofon weiter, dann wurden erst alle begrüßt, dann wurde halt gesagt, wurde dieses Rettungssignal vorgespielt, was man dann zu tun hat, und dann wurde gezeigt, wie man die Rettungsweste anlegt. Und das war eigentlich alles. Dann hieß es ja, jetzt muss jeder mit seinem Guide für seine Musterstation loslaufen. Waren immer für 2 oder 3 Musterstationen war einer zuständig. Der lief dann rum mit einem und zeigte einem, wo die Station dann draußen ist. Die sind hier außen, ein älteres Schiff halt. Früher hat man das so gemacht. Da war der Treffpunkt dann außen auf den Seitendecks. Heute trifft man sich eher drinnen und geht dann gemeinsam raus, was ja auch irgendwo mehr Sinn macht, als jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, es tritt ein Problem auf, alle sollen sich treffen, falls was ist, und jetzt stehen bei Wind und Wetter und Regen alle außen auf dem Seitendeck rum, 2 Stunden lang, bis entschieden wird, ob man jetzt das Schiff verlässt oder nicht. Macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Ja, aber hier ist es halt noch so, auf dem älteren Schiff, das ist dann außen auf dem Seitendeck. Unser Tuppes konnte die Station ja nicht finden, der war erstmal falsch abgesprengt. Ja, und dann hat er dann nochmal sich bei jedem von uns vergewissert, dass wir auch wirklich diese Station auf unserer Karte draufstehen hatten, und dann konnten wir wieder gehen. Ja, und dann wurde man noch vorher aufgefordert in diesem Vortrag, man soll sich das Sicherheitsvideo angucken. Ja, irgendwie fand ich die Sache, wie sie es sonst hatten, mit dem Video angucken, dann eine Telefonnummer anrufen und dann einmal zur Station gehen, fand ich irgendwie effektiver. Vor allem, weil dann jeder das Video wirklich direkt in seiner Sprache auch guckt. Und das macht halt irgendwo auch Sinn, weil ich finde es einfacher, Dinge zu verstehen, wenn die durchgehend in meiner Sprache sind und von jemand aufgenommen sind, der meine Sprache auch optimal spricht, als jemand, der jetzt permanent zwischen 5, 6 Sprachen wechselt, die Sprachen dann auch noch teilweise nur radebrechend spricht. Das finde ich immer schwieriger, dem zu folgen, ne? Aber ja, so ist es nun mal. Wir haben es überstanden, Rettungsübung vorbei. Ja, ich werde mir jetzt mal mich ins Badezimmer begeben. Ich wollte auch gleich mal duschen, dann muss ich ein paar Sachen aus meinem Koffer in den Schrank hängen. Und dann treffe ich mich wieder mit Norbert und dann starten wir in den ersten Abend an Bord. Und schon verlassen wir den Hafen von Piräus, pünktlich um 17 Uhr. Ja, lange kann ich mich hier nicht aufhalten. Hier geht ganz schön Wind. Aber ich wollte euch das wenigstens mal kurz zeigen hier.
nochmal auf die andere Seite rüber. Adesso ci vediamo quella minchia spera che è partita da manetta. No, c'è una rossa, sì. Ich habe noch versucht, euch irgendwie woanders vom Schiff ein paar Ablegebilder einzufangen, aber ja, das war irgendwie nicht möglich. Da oben ging es nur zur Seite, da sind diese Glasplatten relativ hoch, da musste ich mich so zwischenlegen. Hier wäre so ein schöner Balkon hinter meiner Kabine, aber da ist die Tür zu und da ist so ein Schild drin wegen Strong Wind, wobei ich nicht so sicher bin, ob das jetzt wirklich dem Strong Wind geschuldet ist oder ob die Schilder da schon länger drin stecken. Das sind natürlich so tote Flächen, das wird man heute so auf einem Schiff nicht mehr bauen, ne? Früher hattest du als Gast wirklich die Möglichkeit, auf solchen Arealen wirklich dem Wasser auch ein Stück näher zu kommen. Ja, jetzt gleich müsste Norbert hier auftauchen und dann starten wir in unser Abendprogramm. Natürlich heute Motto Tropical Night, ja, alles habe ich mit schwarz-rot, weiß, aber nicht tropical. Ja, was will man machen? Ich meine, du kannst ja nicht für 100 Eventualitäten hier Klamotten mitnehmen, ne? Aber es wird auch so gehen. Nunmehr sind wir in unseren ersten Abend gestartet an Bord der MSC Sinfonia, haben uns ein Gläschen italienischen Sekt gegönnt. Ja, der Rosé, den wir haben wollten, der ist im Moment nicht lieferbar. Die ist hier alle Bars abgelaufen. Ja, jetzt hat sie uns den schmackhaft gemacht. Und da sagen wir erstmal zum Wohl. So Leute, ein kurzes Zwischenfazit vom Abendessen und ein paar Infos, über die ich mich sonst aufgeregt hätte, aber ich nehme sie nur noch zur Kenntnis. Ja, Abendessen war in Ordnung. Ich hatte den Nizza-Salat, der war nicht besonders, da war quasi null Dressing dran, der war staubtrocken. Norbert hat seinen gar nicht aufgegessen. Ja, dann hatte ich die Roastbeef-Röllchen mit Spargel und dann war da noch so ein komisches Dortchen dabei. Das war sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Das hatte mir gut geschmeckt. Dann hatte ich das Risotto. Da stand was von Garnelen und Kürbiswürfeln. Das schwamm alles nur in Kürbissud. Würfel habe ich keine gefunden. Und ja, das war meiner Meinung nach einfach zu viel. Früher war Pasta und Risotto, war immer so ein Zwischengang zwischen Vorspeise und Hauptspeise. Und dann war das ein kleines Schälchen oder ein kleines Tellerchen, nett angerichtet, 5, 6, 7 Bissen. Wunderbar als Zwischengang. Jetzt mittlerweile wird das als Hauptgang offeriert. Du kriegst einen riesen Teller, das Ding sah aus wie so ein explodierter Kuhfladen da drauf.
Und es war einfach dann nach 10 Bissen war der Geschmack langweilig. Ne? Also das war jetzt nichts Weltbewegendes. Und das finde ich dann einfach schade. Man isst dann Dinge nicht auf und die gehen zurück. Obwohl man die, wenn man die als kleine Portion anbieten würde, dann wäre das eigentlich viel besser. Ne? Und dann hatte ich den Rinderschmorbraten mit Kartoffelpüree und Möhren. Der war wiederum sehr, sehr gut. Auch der Kartoffelpüree wirkte für mich wie ein frischer. Wir hatten das, ich meine, das wäre auf der Costa Tour vorletztes Jahr im Sommer gewesen. Da kriegtest du dauernd Kartoffelpüree auf dem Schiff und der war so dünn, da konntest du halt schon an der Konsistenz merken, das war irgendwie nur irgendein angerührtes Pulver. Jetzt, das war ein richtig schöner sämiger Kartoffelpüree mit Stückchen drin. Also der hatte mir gut geschmeckt. Das Fleisch war optimal, die Soße lecker, so karamellisierte Möhrchen. Wirklich gut gemacht. Kann ich gar nichts gegen sagen. Norbert hatte das Hähnchen Parmigiana. Ich hatte das nicht mitgekriegt, deswegen hatte ich da kein Foto von gemacht. Das war wohl nicht besonders, das habe ich aber auch schlecht in Erinnerung, deswegen habe ich es gar nicht erst bestellt. Das schmeckt irgendwie immer wie so ein Gummiadler. Am Nebentisch der Mann, glaube ich, ein Engländer oder so oder ein Amerikaner, der hatte das auch, der hatte auch die Hälfte zurückgehen lassen, also das kann nicht nur an Norbert gelegen haben, der war da auch nicht begeistert von. Ja, und dann hatte ich den Käse und den Schokoladenkuchen. Norbert hatte die Limoncello-Torte. Ja, die süßen Desserts waren wieder durchaus gut. Der Käse ist mittlerweile echt der Witz. Jetzt sind seit der letzten Fahrt auch noch die Cracker weggespart. Du kriegst jetzt nur noch so ein Glättchen Marmelade auf dem Teller, 3 so Stückchen Käse und 3 Trauben und das war dann. Also die Cracker sind auch weggespart. Ja. Und das Zweite, was mir jetzt aufgefallen ist, es gibt keinen Dessertwein mehr. Den haben sie auch aus der Karte gestrichen. In der Barkarte, an den Bars gibt es noch einen einzigen Portwein, keinen Sherry mehr und nichts, steht aber noch Überschrift Sherry und Portwein. Gibt aber nur noch einen einzigen Port. Ja, das sind so Dinge, ich meine, klar, ich kann sie aus einer Sicht verstehen, auch dieser Dessertwein. Ich sag, wer bestellt den? Den bestellen Leute, die ein Getränkepaket haben, weil kaum jemand ist bereit, für so ein Pinchen da dann nochmal 8 € nach dem Essen hinzulegen. So, also entsteht ein extra Gang für einen Kellner und zusätzliche Kosten für Leute, von denen man eigentlich das Geld sowieso schon kassiert hat. Also wird sowas mittlerweile rigoros gestrichen. Das Problem ist nur, dass du am Ende dich natürlich fragst, bei den Getränkepaketpreisen, macht das noch Sinn? Jetzt heute hatten wir ja nur quasi, obwohl wir schon früh an Bord waren, aber ich hatte bis jetzt einen Cappuccino getrunken, dann beim Mittagessen eine Cola, dann hatten wir nach dem Cappuccino einen Brandy getrunken, und jetzt vorm Essen ein Glas Sekt, beim Essen ein Bier. Ja, und jetzt habe ich mir einen Cocktail bestellt, damit ich ein bisschen auf die Kosten kam. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch eher ein Bier oder so getrunken. Aber Norbert hatte jetzt nur ein Cappuccino genommen. Das tut natürlich schon weh, ne? Wenn diese Kleinigkeiten, die das sonst halt ein bisschen hochgehalten haben, wegfallen, dann fragst du dich natürlich schon, was verzehre ich überhaupt noch für den Preis, ne? Aber ja, das ist mir jetzt so aufgefallen. Was ich sagen muss, personell sind die alle super nett hier, sehr freundlich, sehr bemüht bis jetzt. Da kann ich gar nichts Negatives sagen. Und so der Ablauf und der Service im Restaurant hatten auch sehr gut geklappt. Das ist alles super. Auch der Kabinensteward war nochmal hier gewesen, jetzt heute Abend. Das hatte man zwischenzeitlich auch teilweise kaum noch, dass die nochmal reinkamen. Er hat jetzt hier nochmal alles aufgeräumt, mein Bad nochmal gemacht, weil ich geduscht hatte. Also das war schon sehr, sehr ordentlich hier. Und der ist auch super freundlich, der Mann. Ne? Ja, ich gehe jetzt noch mal zu Norbert. Ich war mal kurz hier
im Badezimmer auf meiner Kabine. Das liegt mir immer mehr, als wenn ich da irgendwo in die öffentlichen Dinger abschwenken muss. Und ja, jetzt düse ich aber wieder runter. Und wie üblich besteht ja meine letzte Amtshandlung des Tages daraus, euch ein kleines Fazit zu liefern. Ja, leider diesmal nicht vom Balkon, in Ermangelung eines. Ja, ich war noch ein bisschen mit Norbert unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel ich davon zeigen kann. Ihr wisst ja immer Musik und Copyright, und außer Musik war heute nicht viel. Im Theater war wohl eine Zauberershow oder was. Das ist nicht so mein Ding. Und ja, wir sind dann erst in den Irish Pub. Da war einer, der machte so italienische Musik. Der ist wohl auf der Seite, wo der sitzt, ist das fürchterlich laut. Also haben wir uns auf die andere Seite gesetzt. Da sieht man zwar nichts, aber da ist die Lautstärke erträglich. Ja, dann sind wir noch weiter in die Manhattan Bar. Da war eine Band. Ja, die waren irgendwo unterhaltsam, aber musikalisch gesehen, die haben da ein paar Klassiker rausgehauen, aber so hätte ich auch singen können. Von dem Text war teilweise nichts zu verstehen. Aber ja, unterhaltsam kann man sagen. Die Leute waren am Tanzen. Und dann sind wir nochmal weitergegangen in die Buddha Bar. Weil wir wollten eigentlich in die Sinfonia Lounge. Das ist, glaube ich, auch die Disco, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war aber jetzt Tanzkurs, und da gibt es, soweit ich gesehen habe, auch keine eigene Bar. Dann kommen die Kellner wieder von den anderen Buden, und gerade wo wir da hochkamen, war da nichts, und dann kommt da natürlich auch kein Kellner gelaufen, ne? Ja, und dann sind wir da in diese Buddha Bar gegangen, und da fingen dann ein Duo an. Die waren von den Stimmen her super verschieden. Der eine hat so eine ganz tiefe Bassstimme und der andere hat so eine ganz hohe Stimme. Aber die ergänzten sich unglaublich, und die waren richtig gut, muss ich sagen. Dass die natürlich nicht die Stimme haben wie der jeweilige Originalsänger, das ist klar. Aber die konnten singen und Musik machen. Und das war auch von der Lautstärke her angenehm, so eine richtig angenehme Barmusik. Also das hat mir gut gefallen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt der erste Abend, unser erster Eindruck. Und heute waren zum Beispiel auch überall genug freie Plätze. Mal gucken, wie das in den nächsten Tagen ist. Aber wenn das von dem Platzangebot her so bleibt, dann kann man hier durchaus zufrieden sein. Getränke kamen schnell, Service ist aufmerksam, freundlich, nett. Da kann ich bis jetzt nichts Negatives sagen. Ja, und ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können, wie man denn in Piräus zum Cruise Terminal B oder auch C, da hinten gibt es auch noch ein Cruise Terminal C, das ist aber gar nicht eingezeichnet auf der Karte, ist wahrscheinlich auch nicht allzu oft in Betrieb, nur in der Hochsaison, aber das ist auch da hinten bei B, da kann man eigentlich sich dann nicht mehr verlaufen. Ja, wie man da hinkommt und wie es hier an Bord sich so angegangen hat. Und ja, ich hoffe, ich kann euch in den nächsten Tagen noch eine ganze Menge mehr von dieser Reise zeigen. Wenn ihr nichts verpassen wollt von den weiteren Reiseabläufen und noch nicht den Channel abonniert habt, dann drückt jetzt da unten auf Abonnieren und auf die Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn was Neues rauskommt. Ich würde mich da super drüber freuen, weil ein paar neue Abonnenten, das würde meinem Kanal deutlich helfen. Ich sage danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.